Es kommen Patientinnen dann mit dem Wunsch zum Venushügel korrigieren, wenn er zum Beispiel stark erschlafft ist oder zu viel Fett vorhanden ist im Venushügel oder der Venushügel auch einfach viel zu dünn ist aufgrund der Atrophie von Fettgewebe. Und daraus resultieren dann auch die verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten. Je nachdem, welche Indikation gegeben ist, wird entweder, wenn zu wenig Fett da ist, wird Eigenfett eingespritzt in den Venushügel. Wenn zu viel Fett da ist, wird in örtlicher Betäubung der Venushügel abgesaugt. Und wenn er zu lax ist, also die Haut zu viel und der Venushügel alles nach unten gerutscht ist, kann man chirurgisch mit einem kleinen Schnitt den Venushügel auch wieder straffen. Bei jedem chirurgischen Eingriff gibt es Risiken und Komplikationen, angefangen von Infektionen, Blutungen, Wundheilungsstörungen oder eben bei Eigenfett eine Nicht-Angerate des Eigenfettes. Ein sexuelles Empfinden nach diesem Eingriff sollte nicht beeinträchtigt sein. Es bleiben immer sichtbare Narben, sobald man chirurgisch eingreift. Also sobald ich ein Stück Haut straffe, habe ich eine sichtbare Narbe. Bei Fettabsaugung und bei Eigenfett sind die Narben so minimal, die sehen aus wie kleine Muttermale, sodass eigentlich eine wirklich sichtbare Narbe nur bei chirurgischen Entfernung überschüssigen Gewebes entstehen. Eine Korrektur des Venushügel ist mit mäßigen Schmerzen verbunden. Der Eingriff selber ist komplett schmerzarm. Nach dem Eingriff, also im Heilungsverlauf, ist die chirurgische Straffung etwas schmerzhaft, die Fettabsaugung auch etwas schmerzhaft und das Eigenfett gering schmerzhaft. Sport sollte man bei einer chirurgischen Operation nach 3 Wochen betreiben, nach einer Eigenfettbehandlung auch so nach 3 Wochen und nach einer Fettabsaugung kann man eine Woche danach schon wieder anfangen. Eine Korrektur des Venushügels kostet bei einer Fettabsaugung auch 2.500 € netto, eine chirurgische bei 3.000 € und eine Eigenfettbehandlung auch bei 2.500 € netto. Eben bei Eigenfettbehandlung und bei Fettabsaugung können Außenstehende den Eingriff nicht nachvollziehen. Bei einer Straffung können von außen Patienten oder halt die Angehörigen oder andere Menschen die Narbe erkennen. Kombinationseingriffe in dem Intimbereich sind sehr häufig und sind leicht machbar.